Herzlich willkommen auf dem Wunderhof bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und ihr seid hier bei mir in meinem Atelier. Ich zeige euch heute, wie ihr ein Glas mit Flüssigkeit drin so malen könnt, dass es fast aussieht wie echt. Dieses Video ist für Fortgeschrittene, die sich die Grundlagen von Zeichnen und Malen schon erarbeitet haben. Ich habe dazu ein Buch verfasst, das heißt Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Und diese kleinen Figuren, Pedro und Rosa, hat mein Sohn Stefan für dieses Buch entwickelt. Und sie zeigen euch, der Pedro zeigt euch, wie man Zylinder, das ist ein Glas, das ist ja ein Zylinder, wie man den richtig zeichnet. Und die Rosa, die ist Malerin, die zeigt euch anhand von Farbkreisen, wie man Farben aus Grundfarben richtig mischt. Und das braucht ihr für dieses Video. Ihr könnt es natürlich auch gerne anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn euch das einfach Freude macht. Aber falls euer Ergebnis dann enttäuschend ist, dann wisst ihr, dass ihr an den Grundlagen vielleicht noch arbeiten müsst. Ja, und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Ja, ich male mit euch heute dieses Glas, das ich vorbereitet habe, das ihr jetzt seht. Und vielleicht geht es euch genauso wie mir, als ich zum ersten Mal Glas gemalt habe, dass ich mir gedacht habe, wie soll ich denn Glas malen? Glas ist ja durchsichtig, da kann ich ja nichts malen, wie soll denn das funktionieren? Und ich habe dann ewig rumgetüftelt, bis ich drauf gekommen bin, dass ich beim Glas eben gar nicht das Glas male, sondern dass ich beim Glas das mal, was drinnen ist vielleicht, und was man durch das Glas durchsieht. Dass man im Endeffekt bei dem Glas negativ denken muss. Das heißt, ich muss mich jetzt dann auf meinen Hintergrund konzentrieren, auf das, was ich von dem Hintergrund da oben sehe, auf den Boden und auf dieses weiße Tuch, das sich da in dieser Flüssigkeit, das ist übrigens Leinöl, das ich jetzt auch zum Verdünnen benutze, das sich da drin so seltsam bricht. Weil auch wenn das vielleicht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen komisch aussieht, ne, dass das da so runtergeht, ist es doch so, dass die meisten Leute das einfach wissen, dass in der Flüssigkeit der Hintergrund anders aussieht. Und wenn man das jetzt genau so malen würde, dass das genauso durchgeht, dann wüssten die Leute, na, irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich mir für heute Ölfarben vorgenommen, weil ich gern möchte, dass ihr auch nur öfter beim Ölmalen zuschauen könnt. Ihr könnt das Gleiche aber mit Acryl malen, das funktioniert ganz genauso. Und ich habe mir für heute einen dunklen Malgrund geholt, den zeige ich euch jetzt gleich, weil dunkler Malgrund für solche Sachen einfacher ist, weil nämlich da schon ein Hintergrund da ist und ich im Endeffekt dann das andere drüber legen kann. Auf weiß ist es schwieriger, Glas zu malen. Falls ihr jetzt beim Farbenmischen, also ich habe ja gesagt, ich setze voraus, dass ihr die Farben schon mischen könnt, falls ihr trotzdem noch ein bisschen Schwierigkeiten habt, weil das eben so ungewohnt ist, dass das Glas selber keine Farbe hat, habe ich einen Tipp für euch. Und zwar könnt ihr, je nachdem welchen Malgrund ihr habt, ihr euch so ein Viereck machen, wo innen drin ausgeschnitten ist. Und dann könnt ihr nämlich hergehen und Stück für Stück dieses Glas anschauen und sagen, ah, okay, da brauche ich diese Farbe, da brauche ich das Grünliche, da brauche ich das Dunkle. Dann tut man sich beim Farbenmischen leichter. Ihr könnt es gerne auch auf einen weißen Malgrund machen, dann kann man das Gleiche auch mit dem weißen Papier machen, wobei, wie gesagt, jetzt gerade bei Glas das einfach leichter ist, wenn man eben auf dunklen Malgrund geht. Ich zeige euch ganz kurz, welche Farben ich verwenden möchte im Bild. Das ist Titanweiß, dann habe ich Payne's Grey, heißt es in Englisch, Payne's oder Payne's Grau sagt man in Deutschland, dann Phthalo-Blau, Cadmiumgelb und Cadmiumrot. Und ich mische mir halt jetzt so im Endeffekt diese Farben von hell nach dunkel, die ich da jetzt habe. Von hell nach dunkel deswegen, weil helle Farben sehr schnell verschmutzt werden durch dunkle Farben und deswegen fange ich immer beim Mischen jetzt mit dem hellsten Farbton an. Ich versuche jetzt mal so dieses ganz helle Gelb zu machen.
dann nehme ich Gelb dazu. Und weil ich ja weiß, dass Gelb und Schwarz, dass das irgendeinen Grünton gibt, versuche ich das jetzt mal mit Schwarz. Und ich denke schon, ja, das könnte schon so in die Richtung hinkommen. Dann, wenn ich ein bisschen Weiß dazu gebe, wird das Ganze ein bisschen heller. Dann vielleicht da oben oder da wird das Ganze ein bisschen bläulicher. Dann gebe ich das Phthalo-Blau dazu, mische das wieder mit Weiß. Das ist mir jetzt vielleicht zu giftig. Dann kann ich das Ganze wieder mit Schwarz ein bisschen abdämpfen. Bei Schwarz und Weiß die Farben immer so schön brechen, weil eben das keine kräftigen, reinen Farben sind, die da in dem Bild sind, sondern fast alles gebrochene Farben. Den Hintergrund, den mische ich mir aus den 3 Grundfarben selber. Da muss man jetzt bloß beim Öl, wenn ihr Öl malt, müsst ihr ganz arg aufpassen. Weiß ist eine ganz gefährliche Farbe beim Ölmalen, weil die Farben sofort so vergraut. Und dann schaut es nie schön aus. Also wenn ihr irgendwie reine Farben haben wollt, immer schauen, dass kein Weiß mehr im Pinsel ist. Und da mische ich mir jetzt diese 3 Farben mal zunächst. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu bräunlich, dann kann ich das Ganze bläulicher machen. Noch mehr blau oder vielleicht ein bisschen grünlicher, dass ein bisschen sich im Hintergrund, dass sich da vielleicht ein bisschen was von den Grüntönen spiegelt und so weiter und so fort. Das kennt ihr bestimmt von den anderen Videos. Ich mache mir vorher immer Gedanken, welche Farben möchte ich im Bild verwenden und schaue, dass die halt passen, vergleiche das unter Umständen auch. Ne? Ist das und das schon ähnlich oder muss ich da noch mehr Weiß dazugeben? Sodass ich 10 oder 12 von den Farbtönen, die ich im Bild verwende, dass ich mir die vorher schon überlegt habe. Ich bereite es jetzt vor, mache die auf meiner Palette soweit fertig und dann zeige ich euch, wie ich das Ganze male. So, ich habe mir die Hauptfarben, die ich im Bild verwenden werde, habe ich mir jetzt gemischt. Ihr seht das Bild da jetzt wieder links oben eingeblendet. Ich habe das vor mir aufgebaut und ich habe vergessen, das vorhin zu sagen, ich male bei diesem Bild nicht in Schichten mit Öl, sondern ich male à la prima. Das heißt, ich werde die Ölfarben nur ein bisschen mit Leinöl verdünnen, das habe ich mir da schon reingegeben. Und ansonsten möchte ich das ja in einem Zug fertig machen. Ich skizziere mir jetzt erstmal dieses Glas vor und da ist halt einfach ganz wichtig, dass die Zeichnung stimmt. Das ist übrigens so ein Fehler, der ganz oft passiert, dass Leute Zeichnen und Malen gleichsetzen. Zeichnen heißt immer das, was ich mit Strichen vorher aufs Papier bringe. Also alles, was mit Bleistift, mit Buntstiften oder mit Kohle gemacht wird, das nennt man Zeichnen, wo man mit Strichen arbeitet. Und alles, was man dann mit irgendeinem flüssigen Medium macht, wo man dann Flächen ausfüllt damit, das nennt man Malen. Und bei einem Bild, deswegen sagt man immer, bei einem Bild muss die Zeichnung stimmen, das heißt, die Umrisse, die müssen korrekt sein, damit das Bild einigermaßen realistisch ausschaut. Und wenn eben schon die Zeichnung nicht stimmt, dann ist halt immer schwierig, dass man ein gutes Bild draus bringt. So, auch da hinten, ganz wichtig sind immer diese Ellipsen, dass die richtig von der Biegung her sind, ne, dass die sich alle so in etwa gleich neigen. Nach unten wird der Bogen vielleicht ein bisschen größer. Dann zeichne ich ein, wo dieses Tuch sichtbar wird, ne, wo sich das so bricht. Dann habe ich das da hinten ungefähr. Genau. Da möchte ich später mein Licht haben. Das ist so ein bisschen eckig da drin. Und da unten ist dieser Boden, der also ganz eigenartig ausschaut. Und da haben wir dieses dunkle Stück, da ist da in dem Bereich ungefähr, haben wir diesen ganz starken Lichtreflex, der so durchkommt. Und da hinten haben wir diesen leichten grünlichen Schatten auf dem weißen Papier. So, ich fange jetzt mit dem Hintergrund an.
Ich habe mir da schon aus den 3 Grundfarben so eine dunkle Farbe so ein bisschen zusammengemischt, weil ich halt eher impressionistisch male, lasse ich auch die Pinselstriche stehen und macht mir das auch nichts aus, wenn das dann alles so ein bisschen unregelmäßig aussieht. Kann auch noch ein bisschen dunkler werden, ein bisschen bläulicher werden. Weil ich mag das immer ganz gern, wenn die Farben sich so im Hintergrund, wenn die sich da so ein bisschen spiegeln. Aber ihr könnt gerade mit dem Öl das natürlich dann auch ganz fein verwischen, dass das eben so ein ganz gleichmäßiger Hintergrund wird. Okay. Dann habe ich diese gleiche Farbe, bloß ein bisschen heller, die habe ich da oben drin und die lege ich jetzt gleich einmal an. Gebe da ganz wenig von diesem helleren Grün dazu und gebe die gleich mal da so mit rein. Also die muss schon ein bisschen einen leicht anderen Farbton haben als der Hintergrund, weil ja da das Glas das auch ein bisschen so mitmischt. Gut. Dann habe ich da unten auch nochmal so eine ganz dunkle Stelle, die kann ich da auch gleich noch anbringen. Und da haben wir gesagt, haben wir auch diesen dunklen Fleck. Und jetzt mache ich als nächstes das weiße Tuch. Da habe ich mir so einen bläulich-weißlichen Farbton gemischt. Und das möchte ich auch wieder ein bisschen wenigstens gestalten, ne, weil das seht ihr auch auf dem Foto, dass das da vorne so ein bisschen grau ist. Da kann sich dann vielleicht auch der Hintergrund drin finden. Auch da ist es wieder so, dass ich sehr impressionistisch male. Da ist es ganz oft so, dass man einfach so Reflexe aus der Umgebung mitmalt. Ob die jetzt dann da sind tatsächlich oder nicht, ist beim Impressionismus nicht unbedingt wichtig. Ich möchte euch zeigen, wie man malt, dass es aussieht wie echt. Aber ich möchte kein Foto herstellen. Ja? Fotorealismus ist auch eine Kunstrichtung, ist völlig in Ordnung, ist aber jetzt nicht mein Ziel, euch das zu zeigen. Dann fehlt mir jetzt noch da hinten dieses helle Holz. Und diesen Farbton, den mache ich jetzt ein kleines bisschen dunkler, weil wenn ihr auf das Foto hinschaut, dann seht ihr, dass das ganz wenig dunkler ist. Gebe ich ein bisschen was von der Hintergrundfarbe da rein. Und dann habe ich das schon ausgefüllt. Und ihr müsst euch jetzt durch dieses Glas Stück für Stück einfach durchtasten und diese verschiedenen Farbflächen anlegen. So, dann brauche ich diese hellere Stelle weiter unten, haben wir vorhin ja auch schon, habe ich die schon gemischt. Und dann habe ich noch weiter unten so ein bisschen diese grünlichen Stellen. Und die habe ich da oben an der Seite, habe ich die auch. So, dann brauche ich noch die dunkelgrünen Stellen. Und wenn wir da jetzt ein bisschen Weiß dazugeben, etwas Helleres, das ist nicht gelb genug.
Dann wird es so langsam diese Spiegelung da unten. Dann brauchen wir jetzt da oben dieses bisschen hellere Gelb. Rot dazu, dass das so ganz warm wird. Und da oben sieht man jetzt den Hintergrund nochmal so ein bisschen durch. Und das kann grünlicher werden. Das ist überall die Hintergrundfarbe mit einem ganz leichten Grauschleier drüber. Und da haben wir jetzt, wo sich diese gelbe Flüssigkeit auf dem weißen Tuch spiegelt, haben wir wieder diesen gelblichen Farbton. Und da unten, da ist er eigentlich am hellsten. Da ist es fast weiß. So, das sind jetzt meine Hauptfarben, die ich angelegt habe. Und jetzt muss ich natürlich über diese ganzen Farben nochmal drüber gehen, weil da sieht man jetzt überall den Untergrund, da sieht man ein bisschen durch. Und das mache ich jetzt. Da werde ich aber jetzt ein bisschen ausschalten oder beziehungsweise den Zeitraffer drüber laufen lassen und nicht so viel reden, weil sonst dauert es zu lang. Und dann am Schluss, wenn es darum geht, diese Konturen nochmal mit den Lichtern darzustellen, da lasse ich euch dann wieder ausführlich zuschauen. Gut, vielleicht merkt ihr schon, dass ich jetzt anfange, die Farben ineinander zu wischen. Selbst wenn es auf dem Foto nicht ganz so ist,
ne, dass das da so undeutlich wird. Das sehe ich einfach als meine Aufgabe als Malerin, dass ich den Eindruck für den Betrachter eben so herstelle, dass der merkt, ah, da ist irgendwas, was so ein bisschen verschleiert, was da so drüber geht. Und vielleicht merkt ihr auch, dass ich auch hier, so wie beim Apfel und bei allen anderen Gegenständen, dass ich immer versuche, so ein bisschen der Form zu folgen. Ne? Dass ich jetzt da eben diese Rundung mache und dass ich da den Pinselstrich nach unten führe, dass ich eben immer versuche, durch den Pinselstrich auch diesen Eindruck der Rundung herzustellen. So, da oben kann das alles jetzt noch ein bisschen heller werden. Und weil ich Impressionistin bin und nicht unbedingt fotorealistisch mal, darf ich da jetzt auch ein bisschen mit den Farben spielen, darf behaupten, dass das da bläulich ist, dass da vielleicht irgendwas bläulich ist, selbst wenn das nicht unbedingt so ist. Ich werde demnächst mal ein Video über die verschiedenen Malstile machen, weil das halt einfach auch was ist, was dann die persönliche Handschrift ausmacht, auch wo man dann erkennt, von wem das Bild ist, wenn eben sich bestimmte Farben oder bestimmte Sichtweisen, wenn die sich dann wiederholen. So, jetzt beruhige ich mal noch den Hintergrund ein kleines bisschen, dass der nicht ganz so fleckig ist. Und auch hier gebe ich ganz wenig von meinen Blautönen in den Hintergrund. So ganz kleine Lichtreflexe bloß. Die sind da nicht unbedingt, ich mag das bloß und deswegen mache ich das, weil mir das einfach gefällt. Ihr könntet genauso gut da jetzt gelbe Lichtreflexe reinmachen. Da ist eurer Fantasie oder da ist der künstlerischen Freiheit wirklich keine Grenze gesetzt. Bei dem Motiv ist es übrigens auch so, dass der Hintergrund nicht auf der einen Seite heller und auf der anderen Seite dunkler sein muss. Das hat man bei opaken Gegenständen, hat man das, also bei nicht durchsichtigen Gegenständen hat man das schon. Da kann man dann auch noch viel mehr spielen damit, aber beim Glas braucht man das jetzt nicht. So, das war der Hintergrund. Dann machen wir das Gleiche mit dem Tuch. Da ist nach einer bestimmten Zeit, wenn ihr die Farbe aufgetragen habt, ist die so ein bisschen in den Malgrund eingetragen und dann kann man die, wie gesagt, immer so ein bisschen beruhigen. Dann kann man die auch dicker auftragen, auch wenn das auf dem Foto oder in echt nicht wirklich so ist, sondern da geht es jetzt wirklich nur darum, was gefällt mir. Da möchte ich das vielleicht jetzt ein bisschen so schwärzlich haben. Und den starken Schatten, den können wir jetzt auch wieder ein bisschen zurücknehmen. Ich mache den aber noch ein bisschen bläulicher, gefällt mir besser. Gut, jetzt wenn ich so meine Hauptfarben aufgetragen habe, also diese ganzen verschiedenen Farbstufen, ne, wie ich euch das vorhin gezeigt habe auf dem Foto, habe ich jetzt einfach im Endeffekt negativ gemalt. Dann kommen jetzt eigentlich nur noch am Schluss diese Highlights, diese besonderen Lichter drauf. Und ich nehme das Weiß jetzt mal nochmal ein bisschen zurück. Genau. Und da nehme ich jetzt einen ganz feinen Pinsel und nehme jetzt auch nicht ganz weiß, sondern ich nehme so ein ganz, ganz, ganz helles Gelb. Und da bringe ich jetzt noch diese typischen Striche
die auf so einem Schraubglas drauf sind, die bringe ich da jetzt noch ein bisschen an. Dann habe ich da vorne auch nochmal so wie so einen hellen Rand. Und der ist hinten, ist der so ein bisschen bläulich. Auch hier ist das Ganze mehr so bläulich. Ja, ich denke mal, vom Prinzip her habt ihr jetzt gesehen, wie man ein Glas anlegt, wie man auch das mit der Flüssigkeit macht, dass das Licht sich da drin so spiegelt und dass auch der Hintergrund sich in der Flüssigkeit bricht. Ich lasse das jetzt so, weil diese ganz letzten Lichter, die würden wir jetzt da am Rand, setze ich mit Sicherheit noch ein paar Lichter drauf, wenn das ganz trocken ist, aber beim Öl funktioniert das jetzt nicht. Da warte ich jetzt 2-3 Tage, bis das trocken ist, mache das noch ganz fertig und stelle euch das fertige Bild dann ins Internet. Aber ich denke mal, für eure Zwecke reicht es, wenn ihr das soweit gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis bald.